Heute zeige ich euch den Bau dieser kleinen Damastmachete. Ich starte wie immer mit Nickel- und Manganstahl, schleife die Stähle ab und staple das Damastpaket. Heute werde ich den Damast mit dem Ajax schmieden, demnächst kommt aber noch ein Video, da zeige ich euch, wie man das Ganze auch von Hand macht. Beim Schmieden ist das regelmäßige Abbürsten vom Damastpaket sehr wichtig, damit sich die Schlacke nicht stellenweise tief in das Paket hineinarbeitet. Nach dem Ausschmieden habe ich das Paket neu gestapelt für insgesamt 80 Lagen.
Ich habe den Damast dann noch leicht tordiert und von Hand schmiede ich die Erhöhungen weg, dadurch entstehen nachher keine Überfaltungen. Leider läuft nicht immer alles perfekt und mir ist mitten im Damastpaket ein Riss entstanden. Ich wollte das ganze Paket jetzt schon verwerfen, so nach dem Motto, ein Schmieden macht keine Fehler, sondern nur kleinere Messer. Ich habe mich dann aber entschieden, das Ganze nochmal zu stapeln, also der ganzen Länge nach. Ich habe das auch gefilmt, nur das ganze Feuerschweißen und neu ausschmieden habe ich nicht gefilmt. Hier seht ihr also jetzt denselben Stahl, nur noch einmal feuerverschweißt und diesmal ohne Risse. Damit man überhaupt Löcher bohren kann und damit das Schleifen leichter fällt, habe ich das Messer dann 2 Stunden weich geglüht. Alternativ könnte man es auch ganz langsam in der Esse herabkühlen, aber meine Gasesse ist einfach nicht lang genug. Mit dieser gemeingefährlichen Drechselbankvorrichtung, die aber super funktioniert, habe ich das Ganze dann parallel geschliffen. Jetzt wird insgesamt 4-mal bei Härtetemperatur normalisiert, dadurch verfeinert sich das Stahlgefüge. Unmittelbar nach dem Härten richte ich das Messer, um es gerade zu bekommen. Danach wird angelassen und zwar relativ großzügig, damit die Machete nicht beim ersten Hieb wieder abbricht oder aussplittert. Die Härte ist dadurch natürlich etwas geringer, aber die Machete sollte wesentlich mehr aushalten.
Den Griff mache ich aus einer Dammhirschschaufel, die Trophäen sind ziemlich alt und das Horn auch schon ein bisschen von der Sonne angemorbt, deshalb habe ich es auch nachgefärbt und gewachst, dadurch greift sich das Horn wieder etwas speckiger an. Ehrlich gesagt ist mir die Machete jetzt fast ein bisschen zu schön, um sie als Haumesser zu verwenden. Schönheitsfehler gibt es aber trotzdem, und zwar zum Beispiel diese Vertiefungen hier, die habe ich nicht mehr wegbekommen. Um einiges schlimmer ist aber dieser Schweißpunkt vom Damastpaket, der hat sich leider irgendwie mit eingeschlichen und ich habe ihn erst nach dem Ätzen gesehen. Vielen Dank fürs Ansehen, ich hoffe es hat euch gefallen, zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ich Damast nur von Hand schmiede. Bleibt gespannt und bis dahin!